Die von uns entwickelten Wandsysteme sind ähnlich wie in der Automotive-Industrie standardisierte Produkte. Und standardisierte Produkte lassen sich sehr gut mit einer vernünftigen Automatisierung schnell und wirtschaftlich produzieren. Das war auch unser eigentliches Kernziel. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Wir wollen den Kunden bei hoher Qualität und guter Wirtschaftlichkeit Produkte für individuelles Bauen, aber systemisches Bauen zur Verfügung stellen. Mein Name ist Michael Schepers. Ich bin seit 5 Jahren bei der B&O-Gruppe und ich bin zuständig für Forschung und Entwicklung. B&O ist ein sehr innovatives Unternehmen. Man hat hier sehr viel Freiraum für neue Ideen. Und wir hatten die tolle Aufgabe, hier in Frankfurt-Oder eine völlig neuartige Technologie in Verbindung mit einem völlig neuartigen Produkt zu erschaffen. Eine sehr tolle und ehrenvolle Aufgabe. B&O betreibt schon seit vielen Jahren systemischen Holzbau auf Basis von Holzhybridgebäuden. Nun haben wir festgestellt, dass sich die Bauvorhaben sukzessive vergrößern, wo deutlich größere Produktionsmengen benötigt werden und die haben wir in dieser Zeit nicht zukaufen können. Wir haben am Anfang sehr intensiv recherchiert, welche Fertigungsverfahren gibt es, welche Produktionstechnologien gibt es und wir haben nichts Brauchbares für uns gefunden und sind dann in eine Produktentwicklung gegangen und haben im Anschluss es geschafft, mit der Firma Weimanns zusammen ein Produkt mit einer völlig neuartigen Produktionstechnologie zu erschaffen. Die Voltec war die entscheidende Anlage, um überhaupt in unser neuartiges Produkt einsteigen zu können, da ansonsten keine Fließproduktion zustande gekommen wäre. Wir haben mit Weimann unsere Lösung gefunden, haben unsere Lösung gemeinsam erarbeitet und sie dann hier in Frankfurt-Oder umgesetzt. Ganz am Anfang der Produktionslinie steht unsere Abbundanlage. Hier haben wir neben der Abbund eine vollautomatische StoreTech-Einrichtung. Wir lagern unsere Standardprofile ein, steuern die Anlagen alle über Granit an, sodass unsere Produkte aus dem Lager just in sequence produziert werden. Die Riegelwerkstation, die wir hier in Frankfurt-Oder haben, ist in der Ausstattungsvariante nur 5-mal weltweit im Einsatz. Wir nutzen die Robotik, um ein Wandsystem zusammenzusetzen, was völlig ohne Rehm und Schwelle auskommt, also eine extreme Tragfähigkeit mit sich bringt. Wir setzen aus verschiedenen Stielen unsere Wand in einer sehr hohen Taktfrequenz zusammen. Wir haben eine Robotik auf der Anlage, wir haben verschiedenste Anschlagssysteme, die exakt die Bewegung durchführen, die für die Produktion der Wand erforderlich sind. Das Ganze findet ergonomisch statt, also die Mitarbeiter können den Prozess nur beobachten und werden von der eigentlichen Arbeit entlastet. Speziell der Roboter haben wir ja in der Regelwerkstation eingesetzt, gerade aufgrund sehr häufiger Wiederholungen beim Stiele einlegen. Das ermüdet den Menschen sehr schnell, vor allem bei diesen Bauteilen, die wir auch speziell in Deutschland haben. Und da macht dann eigentlich ein Roboter sehr viel Sinn, genau diese Tätigkeiten den Mitarbeiter wegzunehmen. Wir haben dann im Auslauf der Anlage 3 Produktionslinien, die über Wendetische miteinander verbunden sind. Wir produzieren zunächst einzeln die thermische Hülle, haben 2 Bearbeitungsbrücken, die die Bekleidungsanlagen aufbringen, haben eine sehr leistungsstarke Einblasplatte auf einer Brücke, mit der wir ebenfalls in hoher Geschwindigkeit verschiedene Dämmstoffe einblasen können. Danach wird die Kernwand produziert und auf den Hochzeitstischen, auf den Schmetterlingswändern werden diese Produkte dann gefügt. Die Schmetterlingswänder sind mit einem Transporttisch ausgestattet. Die zusammengesetzte Wand wird auf der Finishlinie nochmal durch 2 Brücken geführt. Da haben wir einen automatischen Lattenleger und eine abschließende Bearbeitungsbrücke, die dann Schalung und Ähnliches formatiert und vernagelt. Granit als MES-System ist die Lösung, um eine so große Anlage effizient ansteuern zu können. Sämtliche Daten, die aus der Elementierung kommen, werden über die einzelnen Stationen verteilt und helfen den Bedienern, ihre Aufgaben schnell zu erfassen und umsetzen zu können. Das Feedback der Mitarbeiter ist sehr gut. Die Anlagen sind intuitiv zu bedienen. Wir gehen davon aus, dass wir eine komplette, massive Wand in deutlich unter 40 Minuten produzieren können.
Dafür sind mehrere Schritte erforderlich. In der Zeit muss sehr viel Material bewegt werden und das funktioniert nur ergonomisch. Die Handlingsvorrichtungen helfen den Kollegen, hier vernünftig arbeiten zu können. Das Feedback ist eigentlich durchweg sehr, sehr gut. Aktuell sind wir noch im Anlauf der Anlage. Der Anlauf ist sehr, sehr schnell, sehr kurzfristig erfolgt. Und insbesondere, dass Produktionsbegleiter vor Ort sind, hilft den Leuten sehr, sehr gut, in die einzelnen Prozessschritte zu kommen. Der Holzbau liefert Antworten auf die Baufragen der heutigen Zeit. Wir haben mit dem Holzbau die Möglichkeit, in industrielle Prozesse einzusteigen. Unser Ziel sind 120.000 Quadratmeter Wandflächen pro Jahr. In Wohnungen entspricht das ungefähr 1.200 bis 1.500 Wohneinheiten. Wir denken, dass wir mit den Produktionsfähigkeiten von diesem Werk und dem damit zusammenhängenden Produktsystemhaus einen sehr großen Anteil dazu beitragen können, bezahlbaren Wohnraum zu erschaffen und glauben, dass wir da mit den Weinmann-Maschinen einen ganz großen Schritt in die Zukunft gemacht haben.